Hallo, ich habe hier ein E-Mountainbike, das ist ein SUV-Bike, das ist das Husqvarna Lightcross LC2, ein 2019er Baujahr, also schon ein bisschen älter, mit dem entsprechenden älteren Steps E6000 Motor. Ja, und der Motor ist kaputt. Hört mal, wie der klingt. Ich weiß nicht genau, ob man das hört, aber es ist so, wenn ich trete, dann macht der Motor so ein scharrendes Geräusch, aber eben nur, wenn ich trete und der Motor unterstützt. Jetzt ist es recht laut. Ich habe mich informiert, der Motor, der ist nicht reparabel, das heißt, der muss im Ganzen getauscht werden. Dazu habe ich einen neuen Motor bestellt und möchte den hier mit euch einbauen. Und ich bin gespannt, wie das funktioniert, und ich nehme euch dazu mit. Das Rad ist 7.500 Kilometer gelaufen, was nun nicht so sonderlich viel ist. So, ich habe das Fahrrad jetzt auf den Montageständer genommen und jetzt wollen wir mal den alten Motor demontieren, damit der neue Motor angebaut werden kann. Aber bevor wir starten, die Arbeit an Pedelecs ist Profisache. Lasst da den Fachmann dran, macht das bitte nicht selber. Jetzt geht erstmal der Akku weg. Sicher ist sicher. Ich bin gespannt, ich habe das selber noch nie gemacht. Das wird jetzt auch für mich eine neue Erfahrung, wie man so einen Motor tauscht. Soweit so einfach. Hier habe ich noch einen normalen Kurbelabzieher, wie ganz normal für Vierkantkurbeln vorgesehen. Nichts Besonderes. Da braucht man ein bisschen Kraft und das hat auf der oberen Position des Montageständers nicht funktioniert. Jetzt habe ich das Fahrrad ein bisschen runtergelassen und jetzt drückt sich der Vierkant auch. Jetzt löst sich der Vierkant auch. Vorher hängen wir noch mal die Kette aus. Ja, der Vierkant hat sich gelöst, eindeutig. So, ich habe jetzt ein Spezialwerkzeug, und zwar ist das dieses hier. Hat auf der einen Seite hat das eine Aufnahme eben genau für diesen Ring hier. Ich hoffe, man kann den erkennen, der das Kettenblatt sichert. Und auf der Gegenseite hat er Aussparungen für ein zweites Werkzeug, und zwar für genau dieses Werkzeug. Das ist ein Standardwerkzeug. Das heißt, das eine kommt in das andere und damit wird das Ganze abgeschraubt. Eine Ewigkeit später. Ich habe jetzt erstmal gerätselt, wie man den Lokring löst. Das war gar nicht so schwer, wenn man erstmal weiß, wie es geht. Die Kette bleibt drauf, ein Helfer zieht die Bremse oder man setzt das Fahrrad auf den Boden und dann wird der Lokring einfach in Tretrichtung im Uhrzeigersinn abgedreht. Das hat gereicht. Dankeschön. So, ich markiere mir jetzt die Kabel, dass ich die auf keinen Fall verwechsle, welches Kabel ist. Da möchte ich auf gar keinen Fall einen Fehler machen. Dann habe ich hier diesen Kabellöser und ich bin mal gespannt, ob ich damit auch die Kabel rausgezogen bekomme. Oh ja, das funktioniert ganz gut.
Gucken, ob ich den Motor rausgenommen bekomme. Ich habe die ja schon angelöst. Da ist er. Der Motor ist draußen. So, wo jetzt der Motor demontiert ist, da mache ich jetzt erstmal alles sauber. Stelle die Kette, die habe ich schon abgemacht, gleich auf meinen Do-it-yourself-Kettenwachs um. Wer wissen will, wie das mit dem Kettenwachs geht, das verlinke ich euch hier oben im Video. Ja, weiter geht's. So, ich habe jetzt den Austauschmotor, das ist der Shimano DUE 6002. Das ist ein komplett neuer Motor. Der Originalmotor geht zurück zu Shimano. Ich habe einige Zeit gebraucht, einen Motor zu finden, der fertig programmiert ist. Dieser hier sollte jetzt fertig programmiert sein und bis auf Licht ist noch nicht aktiviert, sollte er komplett einsetzbar sein. So, ich packe jetzt erstmal ein bisschen Montagepaste auf die Bereiche, wo der Motor gegendrückt. Ich weiß nicht, ob es erforderlich ist, aber schaden wird es sicherlich nicht. So, ich stecke jetzt den Motor hier rein, möglichst ohne ein Kabel einzuklemmen. Ich bin mal gespannt, ob ich das hinbekomme. So, der Motor sitzt. Stecken wir schnell eine Schraube durch. Stecken wir die Muttern auf der anderen Seite rein. Und dann will ich die Schrauben mal locker verschrauben. Ich will dann jetzt erstmal die Stecker hier alle befestigen. So, ich habe jetzt hier das Kettenblatt. Den Schutz vom Kettenblatt, der war gesprungen, den habe ich mit 2 Komponentenkleber geklebt. Ja, jetzt kommt das Kettenblatt drauf. So, und jetzt muss ich genauso wie bei der Demontage, bei der Montage hier jetzt auf die linke Kurbel drauf treten, damit mir das Kettenblatt nicht wegdreht. Und dann
kann ich den Lokring festziehen. Dabei aufpassen, dass ich nicht abrutsche. So, das hat funktioniert. So. Die Kurbel sitzt. So, es ist jetzt alles wieder verbaut. Ich stecke den Akku drauf und dann wollen wir mal schauen, ob das Fahrrad läuft. So, wir machen jetzt mal an. Gehen mal auf eine hohe Unterstützung und gucken, was passiert. Gut, die Bremse schleift jetzt ein bisschen. Aber erstmal klingt das gut. So, der Motor ist verbaut. Ich werde das jetzt Fahrrad mal Probe fahren, gucken, ob es läuft. Und dann kann ich euch sagen, ob das jetzt ein Erfolg war oder nicht. So, der Motor läuft wieder ganz normal. Man hört ihn, glaube ich, auch. Dieses komische Schnarren, was mit dem alten Motor da zu hören war, ist weg. Ich mache ihn mal aus. Also man hört jetzt gar nichts, jetzt ist der Motor aus. Jetzt schalte ich ihn in den Eco-Modus und jetzt läuft der Motor ganz normal weiter. So, das Licht geht noch nicht. Das wurde mir aber auch gesagt, dass ich das Licht noch freischalten lassen muss. Da muss ich noch zur Fachwerkstatt, die sollen den freischalten und dann ist das Fahrrad wieder einsatzfähig. Das Fahrrad hat sein Leben mit einem 9 Kilometer-Stand gestartet. Wir sind jetzt 1 Kilometer weit gefahren. Ich freue mich sehr, dass dieses Fahrrad jetzt noch ein zweites Leben hat. Ich denke mal, mit kaputtem Motor wäre es eigentlich ein Totalschaden gewesen. Jetzt mit Motor läuft es wieder. Und es kann wieder fahren. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!